Ich würde persönlich jetzt das Equipment langsam kaufen, mit dem man transferieren möchte. Keiner kann die Zukunft sehen. Und es besteht eine 99%ige Chance, dass innerhalb der... Jo, hab alles verstanden. Das war einfach zu viel Text, so dann kann ich nicht weggucken. Ich bin hier in einem sehr gefährlichen Dungeon. Ich bin hier mit Sergei in einem gefährlichen Dungeon. Grauschi macht die Box auf. Ja, wie gesagt, also es kommt auf jeden Fall noch der Tag, an dem alle Preise komplett explodieren. Kann der drittletzte Tag sein, der siebtletzte, whatever. Und F-Coins auf über 1 Milliarde pro 1000 hochschnellen und dann auch direkt 1,5 Milliarden, 2 Milliarden und so weiter. Und irgendwann ist sowieso keiner mehr F-Coins verkauft und so weiter. Und spätestens, wenn das passiert, will man auf jeden Fall fertig sein. Und ich meine, einen Schnapper kann man immer machen. Ich meine, kannst immer sagen, oh Mann, da verkauft jetzt jemand eine Bloody X plus 10 für 250 Mio oder so, nachdem du deine für 350 gekauft hast oder sowas. Ja, wow, aber das kann dir jeden Tag passieren. Ich meine, es ist ärgerlich. Also, ich will nicht sagen, dass es nicht ärgerlich ist. Es ist safe ärgerlich. Ich ärgere mich da jedes Mal drüber, wenn es passiert. Also, subjektiv ist es manchmal schwierig natürlich. Also, ich meine, in dem Moment, dass man sich ärgert, ist ja auch vollkommen okay und absolut verständlich. Aber man muss es halt so sehen. Also, zumindest das Mindset sollte man sich so einstellen. Ich meine, dass man sich dann ärgert, kann man gar nicht verhindern. Außer man ist jemand, der sich über sowas nicht ärgert. Aber ich glaube, solche Menschen gibt es nicht viele. Weil du ja trotzdem einen guten Preis, also du hast ja einen guten Preis gezahlt und sag ich mal, wenn du jetzt eine Bloody X plus 10 für 350 findest und normalerweise kosten die 400 bis 500 oder so, dann hast du ja trotzdem einen Schnapper gemacht und sich dann darüber zu ärgern, dass du einen anderen Schnapper nicht gemacht hast, aber du hast ja trotzdem einen Schnapper gemacht, ist ja irgendwie dann ein bisschen sinnlos. Also worüber ärgert man sich dann eigentlich, sozusagen? Also, dass man nicht einen noch größeren Schnapper gemacht hat, der aber eigentlich keinen Sinn ergibt, weil eigentlich hätte niemand das jemals so günstig verkaufen dürfen. Und du hast ja trotzdem weniger gezahlt als alle anderen oder die meisten anderen. Also, ergibt ja eigentlich, wie gesagt, nicht wirklich Sinn, sich darüber zu ärgern, dass man einen guten Deal gemacht hat. Nur weil es vielleicht noch einen besseren gegeben hätte, aber von dem wusste man ja gar nichts. Und, wie schon gesagt, das kann dir jederzeit passieren. Also vollkommen egal, wann du das kaufst. Auch am letzten Tag. Und am letzten Tag schenkt dir jemand eine Bloody X plus 10. 5 Minuten später hörst du von jemandem, also mir hat einer eine geschenkt und noch 1 Milliarde gegeben. Also das kann dir ja immer passieren. Ein schlechtes Beispiel, aber vom Prinzip her. Und wenn du aber es in trockenen Tüchern hast und es gibt keinen besseren Deal, sondern im Gegenteil, es gibt nur noch schlechtere Deals wegen Hyperinflation und so, und plötzlich verkauft jeder auch wieder den größten Müll für sau viel Geld. Weil sie alle irgendwie noch Kohle wollen am Ende und geldgierig sind und whatever. Dann hast du alle deine Sachen schon zusammen. Du musst nichts mehr kaufen. Du hast alles, hast keinen Druck. Und kann dir alles egal sein, was mit den Preisen passiert, weil du ja schon fertig bist. Du kannst jederzeit transferieren sozusagen. Und alles, was du dann noch machst, kannst du in Product stecken oder so, oder in Power-Ups, die du mitnimmst. Und dann kann dir das egal sein, wie viel das Equipment dann kostet. Und jetzt gerade fühlt sich schon ziemlich schlecht an. Also wie gesagt, Buyouts, wo einfach komplett der Markt leer gekauft wird von einem Item. Ich meine, sowas wird niemals bei Equipment passieren. Aber es ist ein schlechtes Zeichen, dass sowas passiert, finde ich. Also man merkt es ja auch, die F-Coin-Preise ziehen ultra an. Und zeitgleich, wie gesagt, kaufen Leute alle Orichalcum, alle X-Products vom Markt runter. Nur damit sie am Tag drauf dann für 20 Mio mehr verkauft werden. Und das ist nie ein gutes Zeichen. Also ich würde sagen, das ist ein Zeichen, wo man sich dann langsam damit beschäftigen sollte. Wie will ich transferieren? Mit welchen Items? Und dass man sich die dann möglichst halt auch besorgt, schon mal. Wenn man sie sich denn leisten kann. Wenn man sie sich nicht leisten kann, muss man halt weitersparen und hoffen, dass es nicht explodiert. Also das spezifische Item, was man haben will. Aber
So würde ich es machen, ja. Mein Gedanke war, dass es Items sind, die für die High-Level-Player eher wertlos sind, deshalb wollte ich warten bis kurz vor den FEC. Ja, aber das Ding ist, wenn das zu viele Leute machen, das ist, also an für sich ist das der richtige Gedanke, Bloody Äxte oder Bloody Waffen sind wertlos und die wollen die am Ende alle nur loswerden. Aber was ist, wenn jeder so denkt wie du? Oder was ist, wenn sich viele Leute noch einen zweiten Charakter machen wollen? Zweiten, dritten, vierten, fünften Charakter und den auch ausrüsten wollen? Oder wenn in der letzten Woche noch 10, 15 Leute anfangen zu spielen und die wollen auch alle noch Bloody Waffen plus 10? Das weißt du ja alles nicht. Keiner kann in die Zukunft gucken. Und Bloody Äxte plus 10 sind ja jetzt schon lächerlich günstig. Ich meine, noch viel günstiger können sie ja gar nicht werden. Du musst es auch von einem logischen Aspekt her sehen. Und selbst wenn ich die Waffe nicht haben will, nicht zwingend, warum soll ich sie verschenken? Was ist denn noch günstiger als jetzt? Also jetzt, wenn du eine Bloody Axe für, keine Ahnung, 800 F-Coin findest, wie viel günstiger kann sie schon auch werden? Das ist ja schon nichts. Gefühlt. Für 100 F-Coin wird sie sicherlich keiner verkaufen, da wird sie jeder lieber behalten, als sie zu verschenken quasi. Also, bei einer cleanen Axe ist was anderes, aber bei einer plus 10 Axe geschenkt kriegst du die sicherlich nicht. Und wenn es noch sehr viel günstiger wird, ist es geschenkt. Mit welcher Tastenkombi habe ich gerade alle meine Tabs geschlossen und extra Werbung eingehandelt? Alt F4. Ich verstehe die Argumentation, was bei mir wichtig zu erwähnen ist, ich spiele Free-to-Play und kann mir Bloody Extra plus 10 und 2 Clouds nicht mehr leisten. Also wenn ich jetzt einkaufen müsste, wäre maximal Extra plus 8 und eine Cloud oder so drin, deshalb die Idee. Oh. Naja, aber dann spare jetzt auf die erste plus 10er, kauf dir die erste plus 10er, spare auf die zweite plus 10er, kauf die zweite plus 10er und die Clouds würde ich als letztes kaufen. Weil die Clouds eigentlich immer nur günstiger geworden sind. Dann mach's so, dann kauf dir die erste Ex, wenn du sie hast, die zweite Ex, wenn du sie hast und dann fertig. Also wenn du sie dir leisten kannst. Bloody Cloud als letztes, weil Bloody Cloud sich sehr schlecht entwickelt hat. Im Verhältnis zum F-Coin-Kurs immer nur weniger wert geworden. Also, so würde ich machen. Hab eine plus 10er für 200 Mio gesehen, das ist geschenkt. Das meine ich ja. Also, ich meine, wie viel günstiger sollte es noch werden? Das ist unmöglich, dass das noch groß günstiger wird. Günstiger wäre, wie gesagt, geschenkt eigentlich. Also, und wie gesagt, ich meine, wow. Du kaufst sie für umgerechnet 400 F-Coin. Ja, und jemand anderes hat sie für 300 gekauft. Ja, aber wo ist der fucking Unterschied? Das ist so oder so geschenkt. Also scheiß doch auf die 100 F-Coin. Also ob du dann am Ende nochmal 100 F-Coin mehr gespart hast oder nicht, das sind ja solche Witzbeträge. Quasi. Also das ist ja das, was ich vorhin gemeint habe. Also ich meine, du beschwerst dich dann, dass du einen guten Deal gemacht hast, weil jemand anders nochmal 5% mehr gespart hat oder so. Das ist ja Schwachsinn. Man sollte sich einfach freuen, dass man überhaupt so ein Item so günstig bekommt. Für das andere Leute mal das 10- bis 100-fache ausgegeben haben, umgerechnet. Und dann wegen, wie gesagt, wegen solchen Mini-Beträgen von 50 Mio oder 100 F-Coin oder 200 F-Coin sich zu beschweren, oder was heißt beschweren, aber sich darüber zu ärgern, da gibt ja wirklich echt wenig Sinn. Also bei diesen Low-Level-Items in Anführungszeichen, und ja, Bloody-Waffen sind ja wirklich Low-Level-Items mittlerweile, vor allem wenn es dann bis 190 geht, dann auf jeden Fall. Was diese Low-Level-Items angeht, sollte man einfach die Möglichkeit nutzen, dass man die auf dem FEC, wie gesagt, gefühlt geschenkt bekommt. Und
Ob es dann geschenkt nochmal plus oder minus 10% sind, ist ja egal. Es ist so oder so saugünstig und auf den normalen Servern würdest du das mindestens 10-fache davon zahlen. Im Verhältnis. Weil dir auf Buroding keiner eine Bloody X plus 10 für 600 F-Coins verkaufen würde. Die würden sich lieber die Hand abhacken, als dir eine Bloody X für 600 F-Coins zu geben. Kannst du vergessen. Plus 10. Und bei den Sets genau das gleiche. 135er Sets plus 8 und plus 10. Lächerlich, wie günstig die hier sind. Und ob es dann nochmal 10% mehr oder weniger sind, sobald man die Kohle hat, jetzt würde ich sie auf jeden Fall lieber besorgen, wenn man sie wirklich braucht. Nur zur Sicherheit, weil keiner weiß, was passiert. Und selbst wenn es dann nochmal ein kleines bisschen günstiger oder besser oder teurer wird, dürfte es ja kaum eine Rolle spielen. Auf Buroding würdest du das 10-fache zahlen. Minimum. Also ich denke, das ist die richtige Taktik. Wenn man jetzt, wie gesagt, was braucht, dass man sich auch wirklich jetzt besorgt.